so Dinge, die glaubt man richtig gut zu können und richtig fit drin zu sein und stellt dann aber beim Aufnehmen fest, so oh, so ganz sauber ist das aber nicht, was man da macht. Am Schluss ist es der Wahnsinn, wenn du halt einfach dann merkst, okay, du hast es jetzt eingespielt und es ist drin und auch wenn es jetzt mal ein paar Takes länger dauert oder sowas. Ich bin gerade nicht dran, deswegen kann ich halt auch mal ein bisschen zocken zwischendurch. Genau, wir nehmen Drums auf und da ich Sänger bin, habe ich halt gerade eher nichts zu tun. Ja, das sind so Sachen, die kann man dann Dann bricht es erst aus, dann läuft es ganz langsam. Ja, über das Arrangement. Ich bin nach Hause. Irgendwer muss ja den Bassisten jetzt mimen, wenn er nicht da ist. Wir sind eigentlich gerade kurz über die Demo-Phase hinaus und im ersten Step der Produktion. Aber so eine Produktion durchläuft ja noch viele andere Steps. Und ich bin da sozusagen als Begleiter und Berater dabei. Aber nicht jemand, der jetzt da irgendwie sagt, hey, irgendwie das ist alles scheiße und ihr müsst die Band total umkrempeln. Sonst würde ich das auch nicht machen. Ich bin ja auch selber Fan von dieser Band und mag das an der Band sehr, sehr gerne, dass diese Band eben auch Songs schreibt. Das ist jetzt nicht so die typische Metal-Band von heutzutage, die irgendwelche Riffs aneinander reiht und irgendjemand bölkt dann drüber, sondern hier geht es einfach eigentlich am Ende um klassische Rocksongs im Metal-Gewand. So. Hast du aber schön ausgedrückt. Ja, so empfinde ich das halt. Ich glaube, dass viel Input von Michi kommt. Durch das, dass er halt mit am fittesten mit Recorden halt auch ist und eigentlich immer die Möglichkeit hat, halt seine Ideen irgendwie auf Band zu bringen, geht da von dem Startpunkt auch super viel aus. Und das ist aber auch gut. Also wenn jeder irgendwie gleich viel Input hätte, dann würdest du am Ende einen Riesenbrei aus Sachen kriegen und halt nicht wissen, wo fange ich an, wo höre ich auf. Es ist halt echt gut, dass halt einer dabei ist, der da die Zügel in die Hand nimmt und halt sagt, ich mache das. Und zum Arrangieren und zum Rumbasteln trifft man sich dann halt einfach so wie hier im Haus jetzt. Das ist halt auch so ein Rezept, wie wir uns das halt irgendwie schon die letzten 2 Alben irgendwie gemacht haben. So, jeder bringt seine Ideen, es werden die Sachen zusammengeschustert und der Michi hat dann das Oberhaupt irgendwie über Recording und alles und das funktioniert am besten. Also zu viele Köche verderben den Brei und ja. Hat sich irgendwann so ergeben und ich bin ja auch zufrieden damit. Ich finde das cool. Also mir macht es Spaß, da irgendwie das Grundgerüst zu bauen und ich kann das auch nicht, wenn ich da zu viele Leute im Nacken habe, zumindest bei Gerüsten, die dann da die ganze Zeit über die Schulter schauen und ich will da erstmal so ein Gerüst stehen haben und an dem kann man dann schrauben. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, die beste Methode, wie wir das so über die letzten Jahre perfektioniert haben und auch so weitermachen werden, weil das funktioniert. Und das ist auch der Grund, warum der Michi während der Produktion, wenn es ihm zu bunt wird, seinen Kopfhörer aufzieht und dann für 4 Stunden im Tunnel sitzt. Und dann nimmt er den Kopfhörer ab und wir hören mal rein. Und es ist meistens geil, leider. Weniger Double Bass, glaube ich auch. Das muss eher so Moneymaker sein, dass das einfach so schiebt ohne Ende, aber voll straight ist. Genau. Also, ja, dann halt quasi. Probier mal. Einfach auflösen. Kann sein. Einmal 2 Kicks. Also, Die ersten, die finde ich ganz gut eigentlich. Bom, bom, bom.
Ja, dann ist die Double Bass ja wieder drin. Ja, aber nee, also... Natürlich gilt, fertig ist eine Platte, wenn wir als Band mit den Songs zufrieden sind, nicht früher und nicht später, weil irgendwas rausbringen, was nicht 100% ist, will man auch nicht. Deswegen bringt es eigentlich eher was, im Haus zu sein und hier diesen Kreativprozess zu verfolgen. So. Like a gift and not a something good or something worse. We stand for what we believe, what we deserve, even if we're declared dead. For no matter what is said, just in case you never know, as above, so below. Wenn wir gerade nicht an Songs schreiben, dann schauen wir uns eine Band-Doku an. Also es läuft immer viel über Musik ab tatsächlich. ja. Wir hören viel Musik, versuchen halt zeigen uns gegenseitig neue Alben, neue Künstler. Ansonsten geht's halt raus irgendwie. Also wir gehen halt auch mal Bowling spielen oder unten stehen Spielautomaten. Die nehmen wir auch mal in Angriff, wenn es sein muss. Also man versucht sich halt die Zeit neben dem Songschreiben so schön und so entspannt wie möglich zu machen, auf jeden Fall. Haben wir jetzt wieder beim API 2 an der Snare Top ist halt jetzt echt sauber viel, gell? An der Snare Top, Aber hier? Der Worte des Albums. Ja, das ist sauber viel. Aber er spielt auch jetzt lauter, weil das ganze Set spielt. Wir können runter, oder? der ist schon ganz okay. Nee, das geht nicht. Wenn es um die Echtheit in einem Studio geht, ist natürlich schon, also wird versucht, so viel wie möglich, am Bestfall natürlich alles, komplett ohne Nachregeln zu lösen, weil man das in einem Album auch anhört. Also je mehr ich bearbeite, je mehr gecuttet wird, desto mehr merkt man einfach, dass so ein Album nicht rund klingt. Und das versucht man ja, um alles in der Welt zu vermeiden. Man will ja ein tolles Gesamtprodukt aufstellen. Und dementsprechend wird schon viel wiederholt und nochmal gemacht. Und hey, hier kannst du den Schlag noch besser machen. Mach mal das Fill nochmal, das war unsauber. Und dementsprechend ist schon alles, was man spielt, am Ende auch so auf der Platte auf jeden Fall. Also man dreht immer so ein bisschen nach, damit es dann am Ende im Mix halt natürlich auch gut klingt. Aber so generell versucht man schon alles so live einzuspielen, dass es auch wirklich fett ist. Was meinst du? Kannst du mir die Drums noch ein bisschen lauter machen? Safe. Geil. Jo, dann machen wir nochmal einen Run. Gerade bei so wuchtiger Rockmusik oder bei offenen Songs mit viel Fläche achtet man halt drauf, was ist denn songdienlich. So ist es vielleicht ganz gut, dass das Schlagzeug ein bisschen hinten nachhängt. Ist es vielleicht ganz gut, dass die Gitarre ein bisschen vorausspielt. Das sind halt alles so Sachen, das hörst du halt dann immer erst so, wenn ein Song mal komplett aufgenommen ist und dann hörst du es einmal durch und stellst halt fest, das ist gut, so lassen wir das, da bearbeiten wir gar nichts mehr, auch wenn jetzt ein Schlag vielleicht nicht ganz sauber ist. Jetzt sind wir gerade hier in München und stehen hier in meiner geilen Vocal Booth. Hier nehmen wir Vocals auf jetzt gerade fürs neue Album. Also mehr Spaß machen, ganz klar, ist eine Tour und ein Live-Spielen. Nicht, dass ich das nicht wollen würde, es ist ein ganz spannender Prozess irgendwie so, dass man eine Platte macht. Das ist auch was einen verfolgt, solange bis es irgendwie fertig ist. Aber es ist halt einfach super krasse Arbeit, es ist alles fitzelklein und ja, es ist sehr nervenzerreibend manchmal so. Vor allen Dingen, wenn man halt irgendwie was Geiles irgendwie draus machen will. They keep us like they're animals. They keep us like they're animals. Running from reality, from apathy to tragedy. They don't care. Es gibt Songs so, da ballert man echt mal als Sänger so eine ganze Strophe irgendwie am Stück durch.
Gibt aber auch Songs, wo man dann am Flow nochmal was bastelt und es dann doch irgendwie Zeile für Zeile macht oder auch mal irgendwie nur eine halbe Zeile oder so und es dann zusammensetzt. Ich persönlich bin eigentlich immer mehr ein Freund davon, wenn es am Stück ist, weil es irgendwie so ein bisschen mehr Emotionen irgendwie mitnimmt, aber es lässt sich manchmal auch einfach gar nicht anders machen. Es ist einfach harte Arbeit, irgendwie Vocals aufzunehmen, das muss man ganz klar sagen, weil es wird halt in der Regie wirklich immer drauf geguckt, so ist die Aussprache korrekt, sitzt der Flow zu 100%, ist alles fein daran und ja, so One-Takes gibt es irgendwie wenige, deswegen dauert es halt einfach immer ein bisschen, es soll aber halt auch geil werden. Um ehrlich zu sein, ich mag es nicht. Ich liebe es, live zu spielen. Aber Studio ist halt einfach sowas, das gehört dazu. Das macht man, das muss man machen. Songs schreiben ist auch noch eine coole Nummer irgendwie, wenn du merkst, dass ein Song langsam wächst und immer cooler wird und du siehst, da passiert jetzt was und der reift. Aber ihn dann am Ende irgendwie dann auch noch perfekt irgendwie auf Platte zu bekommen, das ist einfach immer so eine... Das hat nicht mehr viel mit Kreativsein zu tun, sondern einfach mit viel Technik und all dem und Zeit und alles. Also das ist einfach ein notwendiges Übel, würde ich mal meinen. Mein Job ist eigentlich alles, was Tenside quasi zu Papier gebracht hat, zu recorden. Die Drums nicht, die machen wir ja in einem anderen Studio, im Engine-Studio. Wir wissen, dass das einfach Zeit braucht und dementsprechend ist, sage ich mal, das Frustrationsgrenzlevel relativ hoch. Das heißt, erst wenn es dann wirklich mal echt lang dauert, dass mal was drin ist, da wird es dann frustrierend und es kommt ab und zu vor, aber auch das kriegen wir dann wieder hin. Dann macht man kurz eine Pause und lässt es einfach mal sacken und sowas und im Endeffekt ist es dann meistens sogar einfach immer noch besser, wenn man das einfach mal kurz stehen lässt und sagt, ja, jetzt machen wir einfach mal 10 Minuten Pause, 15 Minuten Pause, machen jetzt mal gar nichts, lasst es einfach mal wirken und dann geht man rein und macht es dann meistens auf den ersten Take wieder und dann ist cool und dann ist jeder wieder happy. They keep us like that. No. Hat sich aufgegangen. Hast du Backups gemacht? Also das Ding ist, er schaut voll böse in den Bildschirm rein. Ja. Wo starten wir denn? Ja, gar nicht, weil es Cubase zickt. Echt? Ja. Das klingt ja gefährlich, Alter. Im Endeffekt würde ich sagen, dass es tendenziell eher entspannter wird, wenn man mal alles im Kasten hat, weil dann kann man sich ein bisschen auf diese ganzen anderen Sachen konzentrieren und hat aber selbst nicht mehr allzu viel, sage ich mal, zu tun. Also wenn ich jetzt im Studio bin, bin ich jeden Tag hier beschäftigt mit Tracken und Machen und danach bin ich aber dann einfach mal vielleicht auch im Kopf freier, um mich ein bisschen mehr mit dem Artwork irgendwie auseinanderzusetzen. Bauen wir halt nochmal quasi um für die Einzelshots, weil ich das gerne so haben würde, dass die Musikleute eher im Schatten stehen, vorne in der Silhouette und hinten schön lila ausgeleuchtet ist. Da können wir halt dann besser machen, weil hier der Platz ein bisschen zu klein ist, um die ganze Band quasi silhouettig zu schießen. Da bauen wir dann nachher nochmal um, damit wir Einzelshots dann nochmal richtig ausrasten können. Aber da kommt auch noch ein bisschen Geflicker dazu, ein bisschen Strobo, damit da nochmal ein bisschen mehr passiert. Ist das dein Maskottchen, was du immer am Start hast, oder was? Nee, ich hab das heute erst gekauft. Echt? Ja. Wir waren noch kurz. Alles klar. Ein Videodreh läuft so ab, dass wir früh aufstehen, unser Equipment aus dem Raum holen, das einladen, beziehungsweise früh aufstehen war zwar richtig, aber wir haben das gestern gemacht. Sind hierher gefahren, bauen auf und warten auf Anweisung. Ich finde, das ist jetzt den Song, den wir heute aufgenommen haben im Video, ist der poppigste von dem ganzen Album. Wir haben einen Song, haben wir live schon präsentiert auf der Killswitch Engage Tour.
sehr gut angekommen tatsächlich. Und für mich im Vergleich zu den anderen Alben ist es sehr durchdacht und in eine gute professionelle Richtung auf jeden Fall. Macht mega Bock. Also es ist auf jeden Fall, es hat eine geile Linie, es hat super Heavy Parts, es hat neulich hat ein Podcast einen sehr coolen Vergleich gebracht. Die Band nimmt Material, das schon da ist, und präsentieren es. Und Tenside nimmt das Material, das da ist, und haut es dir um die Fresse. So, das fand ich super. Also zu dem letzten Song, den wir aufgenommen haben, und das fand ich, trifft es eigentlich ganz gut. So, es ist kein neu erfundenes Rad, aber eine mega geile Nummer auf jeden Fall. Heavy, nicht krass techy, aber ich finde, es geht mega geil ins Ohr. Okay, dann starten wir einmal. Wunderbar. Bin ich? Ja, ich bin nicht so weit außen, ne? Nee, alles cool. Das ist nur zwischendurch machen, kannst du kleiner Ort. Passt alles. Ja, das ist aber auch mal ganz gut. Ne? Immer so am ersten Stehen. Das kann man auch sein. Das ist auch schon ganz gut. Ein bisschen mehr reingekommen. Ganz gut, da treffe ich relativ viele Filz. Ich wusste gar nicht, dass ich das so einfach gemacht habe. Ja. Das ist halt mein Favorite Beat übrigens, die Strophe. Ja, weil wir ausnahmsweise halt nicht irgendeinen geraden Scheißdreck machen. So, wer will als nächstes? Es geht los in 3, 2, 1 und bitteschön. Ich hasse dieses Nebelzeug, Alter. Mehr Haze, Alter. Jetzt sind wir beim letzten Videodreh von 4 und sind knapp 2 Monate vor Albumveröffentlichung, also noch gut im Timing. Wir können proben, haben viel irgendwie an Interviews zu tun und viel so Organisation und Zeug, was halt irgendwie passiert. Und ja, dann geht es eigentlich auch dann zum Glück so Ende März dann auch das erste Mal mit dem neuen Album richtig auf Tour. Und danach geht es weiter mit anderen Touren und mit ein paar Festivals. Und ja, dann muss es erstmal 1,5, 2 Jahre gespielt werden, bis man überall so mit der Platte war. Genau, ja. Ja, Glamour and Gloom vereint, glaube ich, so ungefähr alle Songs auf diesem Album irgendwie so ein bisschen. Also man hat einen relativ, rockigen, tragenden Chorus, schnelle Metal-Strophen, Heavy C-Part. Also das ist irgendwie alles, was so ein bisschen dieses ganze Album vereint. Ist ein langer Song geworden. As Above So Below ist unsere erste Single-Auskopplung vom Album Glamour and Gloom. Den haben wir auch das erste Mal live gespielt letztes Jahr auf der Europa-Tour, die wir zusammen mit Killswitch Engage gefahren sind. Hat jeden Tag mega Spaß gemacht. Auf jeden Fall ein mega guter Live-Song. Ja, Along with the Gods war tatsächlich haben wir uns als Album-Single sozusagen gepickt. Also die Single dann, die wirklich zum Release vom Album rausgekommen ist, weil wir dann gedacht haben, okay, das ist ein starker Song, das ist vielleicht sogar gerade in unseren Augen der stärkste, den wir uns bis zum Schluss aufbewahrt haben, um ihn rauszubringen. Der ist auf jeden Fall sehr dreckig und rockig. Also es ist schon auch Metal mit drin, aber ich würde sagen, das ist schon so die absolut rockigste Nummer auf dem Album. Cannibals ist schon eine bisschen heftigere Nummer, also instrumental auch ein bisschen heftiger, textlich natürlich wahnsinnig sozialkritisch.
ist für mich aber so die Aussage auf den Punkt getroffen, mal wieder. Es gab meiner Meinung nach schon länger keine Tracks mehr von kleineren Metal-Bands, die so explizit auf Probleme ansprechen. Also The Devil Within macht mir extrem viel Spaß, den auf dem Album anzuhören, weil er einfach von der Struktur her ein Ticken anders ist. Ist ein bisschen ruhiger, ein bisschen melodiöser, aber trotzdem sehr, sehr düster und hat zwischendrin einen richtig fiesen, schnellen, tiefen Part. Passt auf jeden Fall. The Last Anthem ist kein Song, der, wie sein Titel andeutet, als wäre es der letzte Song überhaupt. The Last Anthem ist eine Hymne für die Unendlichkeit. Only the Brave haben wir schon gespielt. Michi hasst mich jedes Mal, weil ich mich bei dem Song ständig verspiele. Da ist ein Part drin, den irgendwie kriegt in mein Gehirn nicht so richtig zusammen. Aber es wird. Rage of the Damned hat, ich weiß nicht, ich finde ihn, er hat eher was New Metal-mäßiges vielleicht für mich an sich. Also es ist so ein bisschen, er grooved, er hat so relativ untypische Strophen für uns. Und also Power Metal würde ich nicht sagen, eher so, ich würde ihn in Richtung New Metal schieben. Vielleicht so teilweise ein Limp Bizkit Groove drin, aber ja. Ich mochte ihn am Anfang nicht, den Song, oder nicht so gern, und inzwischen mag ich ihn sehr, sehr gerne. Also so können sich auch Geschmäcker ändern. Written in Blood ist mein Lieblingssong auf der Platte. Da hätte ich mir auch gewünscht, dass er eine Single wird. Ins Live-Set hat er das geschafft und daher feiere ich. Overcome. Eine lustige Story zu diesem Song ist, als wir den Song aufgenommen haben, die Vocals, waren der Christoph, der Michi und ich vorher beim Weißwurstfrühstück. Dieses Weißwurstfrühstück ist tatsächlich mit Biergenuss etwas ausgeartet. Und dann haben wir am späten Nachmittag noch diesen Song aufgenommen, die Vocals, und das ging runter wie Butter. Auf jeden Fall werde ich das nicht vergessen, weil es war ein ganz spezieller Tag bei dieser Aufnahmesession von dem Album. All Black Everything ist auf jeden Fall wahrscheinlich der untypischste Song, den wir so je veröffentlicht haben. Aber wir lieben den. Der Song hat was ganz Spezielles und er passt deswegen auch perfekt zum Album und vor allen Dingen zur Gloom-Seite des Albums. Leider habe ich selber in meinem nahen Umfeld einfach so einen Selbstmord irgendwie miterlebt und darüber handelt dieser Song auch. Also der Song hat eine sehr persönliche Message und vor allen Dingen ist einfach wirklich extrem düster, daher kommt auch der Titel und deswegen ist er auch der letzte Song auf dem Album. Für mich ist Glamour and Gloom frisch, aufregend und massiv. Härte, Melodie, Dunkelheit. Modern, kraftvoll, auf den Punkt gebracht. Fett, spritzig, poppig. So sieht sie aus, die Glamour and Gloom. 11 Tracks sind drauf. Steckt auf jeden Fall eine ganze Menge Arbeit drin, aber ich liebe die Platte von vorne bis hinten und ist auf jeden Fall, auch wenn man das als Band wahrscheinlich immer sagt, definitiv aber unser geilstes Album ever. Und da steckt alles drin, was wir haben. Wir haben nicht nur eine Vinyl gemacht, sondern natürlich auch eine CD als Digipack irgendwie. Und als geiles Special haben wir noch eine richtig geile limitierte Deluxe-Box gemacht mit allem möglichen Kram drin. Findet man im Internet. Ja, das ist das ganze Glamour Gloom Paket und ja, so sieht's aus. Corona hat uns natürlich einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gezogen. Das Album war eigentlich für die Woche geplant, an der diese Scheiße richtig losging, also wo auch der Lockdown dann angefangen hat, meine ich. Also das war am 20. März ist dieses Album rausgekommen. Und genau in der Zeit ist auch Corona gekommen und hat uns natürlich auch die ganze Tour verhagelt. Wir konnten ja nicht spielen. Die Termine mussten verlegt werden, leider, weil es ist natürlich das Schönste, wenn du Release hast und du kannst gleich auf die Straße das Album präsentieren. Das hat uns ganz schön fertig gemacht. Also gerade
wenn man sich überlegt, man schreibt wirklich ein richtig gutes Album, vielleicht das Beste, was man je geschrieben hat. Hat elendig viel Arbeit reingesteckt, Tage, Monate, unzählige Nächte und bis 2 Jahre irgendwie am Machen und Tun und versuchst dir auch den allerbesten Plan, um dieses Album rauszubringen mit verschiedensten Partnern und Gimmicks und alles, was wir geplant haben. Planst alles bis ins kleinste Detail mit den Möglichkeiten, die du hast, und dann kommt halt so ein scheiß Virus und zerballert es dir innerhalb von einer Woche. Und dann ist 2 Jahre Arbeit, ja, ich würde nicht sagen für die Katz, weil das Album ist rausgekommen, es ist gechartet, es war unser erstes Chartalbum, was mega cool ist. Ich glaube, es ist auf meine 48 eingestiegen, also ein Top 50 Album, was auf jeden Fall ein super Trost war und auch eine schöne Belohnung. Aber trotzdem, also es hätte viel schöner und runder ablaufen können. Okay, der eine oder andere hat es vielleicht mitgekriegt, wir haben ein neues Album draußen. Das nennt sich Glamour and Gloom und ist quasi genau in der Woche, bevor der Lockdown gekommen ist, rausgekommen. Seitdem waren wir nicht mehr auf Tour. Deswegen tut es umso mehr gut, endlich mal ein paar neue Songs irgendwie auf einer Bühne zu spielen für ein paar Leute, anstatt in einem Livestream oder im Proberaum oder wie auch immer. Das ist für uns echt das Wichtigste, was es überhaupt gibt, mit Leuten wie euch auf einem Konzert abzuhängen und das Geilste zu machen, was es gibt, nämlich Heavy Fucking Metal! Zieht an, vielleicht steht der ein oder andere noch mal auf, bewegt euch ein bisschen am Tisch. This one is called Along with the Gods. Es war anfangs schon ein großer Stress, weil wir ja alles geplant hatten. Der Coole hat sich um den Merch gekümmert, da hat man halt für echt viel Kohle für die Tour halt natürlich Sachen eingekauft. Man plant ja auch ausgabenmäßig mit den Gagen, die man bekommt, nachdem wir halt irgendwie alles, was an Gage reingeht in die Band, halt direkt auch wieder rausläuft in irgendwelche Marketinggeschichten oder andere Sachen, die wir halt vorhaben, ist das natürlich übel. Das wirft dir halt komplett alles über den Haufen. Und man muss halt auch erstmal schauen, wo du die Kohle jetzt herholst, um halt die Ausgaben, die schon getätigt worden sind, halt wieder zu bezahlen, weil man ja immer so ein bisschen spitz auf Knopf plant in unserer Bandgröße. Glamour and Gloom ist am 20.03.2020 wie geplant erschienen. Leider ist alles so ein bisschen anders gekommen, als es geplant oder gedacht war, weil ja Corona gekommen ist und eigentlich alles platt gemacht hat. Was für uns bedeutet hat, dass die Platte in der Release-Woche im Lockdown rausgekommen ist und dass folglich unsere geplante Release-Tour direkt zum Album in der Release-Woche gar nicht stattgefunden hat. So wie halt auch bisher alle geplanten Touren in allen möglichen Ländern und was weiß ich. Wir hoffen immer noch, dass wir bald mal wieder auf die Straße dürfen. Ja, konnten ja zumindest 2-mal jetzt spielen. Also haben im Backstage Abstandskonzerte gespielt mit jeweils 100 Leuten, um da halt ein bisschen was zu machen. Diverse Livestreams halt gemacht und geguckt, dass wir irgendwie ein bisschen nach draußen kommen und die Leute halt dranbleiben und halt irgendwie auch die neue Platte hören. Und alles andere steht halt gefühlt auch in den Sternen. Also wir wissen halt dann am Ende auch nicht, wann geht's wieder richtig los? Es ändert sich ja gefühlt stündlich alles und bleibt halt eigentlich nur abzuwarten.